Ich empfehle diese erstainliche Strategie allen Anfängern, aber ich benutze sie auch oft selbst. Sie bringt einen schönen Gewinn mit minimalem Risiko. Genau das, was man für den Anfang braucht. Hallo meine lieben Freunde, das heutige Video ist dem Handelsindikator Moving Average gewidmet. Wir werden in Theorie und Praxis klären, was der geleitete Mittelwert ist und wie man ihn für tägliche Gewinne nutzen kann. Mein erstes Geschäft ist bereits eröffnet. Ich werde Ihnen bald erklären, wie es gemacht wurde. Neben der Theorie werde ich Ihnen diese Strategie auch in der Praxis zeigen. Dieses Video wird also sehr interessant und hilfreich für Sie sein, um das neue Wissen gleich nach dem Anschauen des Videos in der Praxis anzuwenden. Das erste Geschäft ist abgeschlossen. Schauen wir uns ein kurzes Video über diesen Indikator an und richten ihn ein. Los geht's! Sie haben soeben ein Video über den Indikator Moving Average gesehen. Jetzt wollen wir ihn für den heutigen Handel errichten. Im Indikatorenmenü oben links auf Bucket Option suchen wir Moving Average und klicken ihn dreimal an. Dann tun wir dies. Diese Periode ist 12. Wir klicken auf Save. Diese Periode ist 25. Die Linie wird dicker. Klicken Sie auf Speichern. Und dieser Zeitraum ist 50. Die Linie ist noch dicker, eine andere Farbe. Speichern. Auf diese Weise erhalten wir drei mittlere durchschnittliche Linien, die sich kreuzen können. Sie zeigen nicht nur die Richtung des Marktes an, sondern geben uns auch ein Signal für einen Trendwechsel. Das ist genau das Signal, das ich in dieser Situation verwendet habe, denn der Preis hat die weiße Mittellinie mit einer Periode von 50 überstiegen. Das ist eine sehr ernste Linie. Nachdem sie getestet wurde, änderte sich der Trend von fallend zu steigend. Das Geschäft wurde also für steigende Kurse eröffnet und erfolgreich mit Gewinn abgeschlossen. Also Freunde, lasst uns hier ein weiteres Geschäft auf fallende Kurse abschließen. Alles ist ganz einfach. Ich beobachte diesen fallenden Trend, er sieht sehr zuversichtlich aus. Und wir sehen, dass die Grafik oft nicht nur mit der grünen Linie, sondern auch mit der roten Linie interagiert. Als der Preis also die grüne Linie berührte, öffnete sich ein Geschäft zur Senkung. Wie ich bereits im Video zur Überprüfung des Indikators sagte, können wir die weiße Linie ausschalten, damit sie uns nicht stört und trotzdem mit diesen Schnittpunkten handeln. Wir haben hier eine Kreuzung gesehen, die schnelle Linie fällt unter die langsame, die grüne Linie kreuzt die rote nach unten. Dies ist im Allgemeinen ein Signal für eine Senkung. Wir nutzen diese Signale, um ein Absenkungsgeschäft zu tätigen und daraus einen Gewinn zu erzielen. Um sicher zu sein, dass das Geschäft erfolgreich ist, überprüfen wir, wie sich diese Linien zuvor verhalten haben. Natürlich gab es hier eine flache Bewegung, innerhalb derer wir nicht handeln. Es gibt zu viele falsche Schnittpunkte. Aber wenn sich der Trend eindeutig ändert, können wir sowohl mit den Schnittpunkten der Linie als auch mit der hinzufügten dicken weißen Linie die Rote eines wichtigen Niveaus spielen könnte, oder das Gegenteil, ein Magnet für die Grafik, sicher handeln. Die grüne Kerze wird sich in einer Sekunde schließen und ich werde den nächsten Handel öffnen. Es ist bereits ein drittes oder viertes Geschäft, auch hier ist alles ganz einfach. Wie Sie sehen, ist der Markt eine Zeit lang gestiegen, aber hier haben sich die Linien gekreuzt. Die grüne Linie geht über die rote, was ein Signal für einen Anstieg ist. Darüber hinaus durchbrach der Kurs diese wichtigste weiße Linie, die ging zurück, um sie zu testen und ist nun wahrscheinlich bereit für eine vollständige Umkehr und eine steigende Bewegung. Das Wachstum hat sich vorerst ein wenig verlangsamt, aber selbst wenn dieses Geschäft scheitert, ist okay. Wir werden das zweite Geschäft mit einem verdoppelten Betrag abschließen, das zu 100% mit dem Gewinn endet.
Aber wir müssen es nicht einmal tun, die steigende Bewegung geht weiter und wir bekommen $296 Nettogewinn. Super. Hier können wir mit dem Markt voraus sein. Lassen Sie mich erklären, warum. Sehen Sie, es bleiben noch 17 Sekunden, bis sich diese grüne Kerze bildet. Ich bin sehr sicher, dass diese Kerze grün bleibt und die beiden Linien sich kreuzen werden. Hier werden wir ein Signal für einen Anstieg erhalten, aber wir steigen ein bisschen früher ein, weil die weiße Linie dicht über der Grafik liegt und die Kurslinie wie ein Magnet anzieht. Die Grafik ist auf die weiße Linie ausgerichtet. Wahrscheinlich werden wir jetzt eine Reaktion darauf bekommen, aber vor allem hoffe ich, dass diese Reaktion nicht unter unseren Einstiegspunkt fallen wird. Bis jetzt sieht alles sehr gut aus. Wie ich schon sagte, kreuzen sich die grüne und die rote Linie. Die schnelle Linie kreuzt die langsame Linie nach oben. Das ist ein Signal für einen Anstieg. Und schließlich erreicht der Kurs auch die weiße Linie, die er nun entweder durchbrechen oder von der er eine schöne Reaktion bekommen wird. Wie wir sehen, wird die weiße Linie durchbrochen. Das ist ein gutes Signal für einen Anstieg. Zusammen mit dem Schnittpunkt kommen wir auch ein zuversichtlichen 1-Minuten-Geschäft. Wechseln wir zu einem 5-Sekunden-Zeitrahmen und beobachten wir den Verlauf dieses Geschäfts im Detail. Das Geschäft ist sehr knapp. In diesem Fall haben wir natürlich Glück gehabt. Diese Kerze mit einem aufwärts gerichteten Schatten hat sich hier gebildet. Ich würde also von Aufwärtsgeschäften absehen. So, wir machen den letzten Deal. Ich denke, hier sind keine Kommentare nötig. Der Kurs kam an die grüne Linie, bekam eine Reaktion davon, durchbrach die grüne Linie und befindet sich nun in der Nähe der roten Linie mit einer Periode von 25. Auch das ist eine sehr beliebte Linie, aber bedenken Sie, je größer die Periode der Mittellinie ist oder je beliebter die durchschnittliche Mittellinie bei den Händlern ist, desto mehr Einfluss hat sie auf den Kurs und die Grafik. So wäre eine Reaktion auf die weiße Linie natürlich stärker als auf die rote Linie. Dennoch bedeutet das nicht, dass die rote Linie keine Möglichkeit bietet, ein Geschäft abzuschließen. Obwohl unser aktuelles Geschäft kurz vor dem Abschluss steht, ist es immer noch profitabel und wir verdienen weitere $460. Leute, das war's für heute. Das war's für dieses kurze Lehrvideo über den Indikator Moving Average. Die Mittellinie des Durchschnitts wird immer noch durchbrochen, aber das stört uns nicht weiter. Wir haben heute sehr erstaunlich verdient und ich hoffe, Sie können es mir nachmachen und ebenso erfolgreich verdienen. Wir sehen uns in meinem kostenlosen Trading Session auf meinem Telegram-Kanal. Alle Links in dem angehefteten Kommentar. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Viel Glück!